Welche dramatischen Auswirkungen aus steuerlicher Sicht, und damit meine ich jetzt positive Auswirkungen, das richtige Wohnsitzland haben kann, wenn du in den Ruhestand gehst und deine Betriebsrente als Einmalzahlung erhältst. Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dabei bist, deinen Ruhestand, deinen Vorruhestand zu planen, dir vorstellen kannst, diesen im Ausland zu verbringen, vielleicht auch aus steuerlichen Gründen, weil du steueroptimiert deine Rente, deine Betriebsrente vereinnahmen möchtest, dann lade ich dich herzlich zu unserem Seminar Ruhestand im Ausland ein, wo es genau um diese Themen geht, wo wir uns mit Ländern befassen werden, mit Lösungen befassen werden, die dir helfen, deine Steuerlast legal zu optimieren als Rentner. Da geht es natürlich nicht nur um Renten, sondern auch um Einkünfte aus Kapitalvermögen, die ja ebenfalls viele Rentner, viele Ruheständler, viele Privatiers haben. Ein schönes Seminar im schönen Edinburgh, das wir regelmäßig veranstalten. 2 Tage lang intensive Beschäftigung mit diesen so wichtigen Themen, wie du dich in deinem Ruhestand ideal im Ausland aufstellen kannst. Termine dazu auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei diesem Seminar in Edinburgh kennenlernen zu können. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Vor kurzem haben wir in Davao City in den Philippinen unsere Seminar- und Erlebnisreise Auswandern in die Philippinen veranstaltet. Übrigens auch eine schöne Reise, die wir regelmäßig veranstalten. Auch da lohnt es sich, dir das genau anzuschauen, wie das folgende Beispiel zeigen wird. Während wir uns also da in einem Seminarraum, in einem schönen Seminarhotel in Davao sehr intensiv mit dem Thema Auswandern und Steuern in die Philippinen befasst haben. Die Philippinen sind ja sehr interessant. Sie haben ein territoriales Steuersystem für Ausländer. Das heißt, Ausländer zahlen auf ausländische Einkünfte überhaupt keine Steuern. Und wie das eben genau funktioniert, darum ging es bei diesem Seminar. Während wir also über diese Themen sprachen, haben wir eine E-Mail erhalten von einem Mandant, der ebenfalls jetzt gerade in Rente geht und der kurz davor mit unserer Hilfe seinen Wohnsitz in die Philippinen verlegt hatte. In seiner E-Mail hat er seine Dankbarkeit ausgedrückt, denn er hat seine Betriebsrente als Einmalzahlung erhalten. Und er hat in seiner E-Mail seine Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht, denn er hat gesagt, aufgrund des ordentlichen Setups, das er hatte, wie das aussah, das erkläre ich dir gleich nochmal. Aufgrund dieses Setups hat das Finanzamt zu Hause seinem Arbeitgeber die Freigabe erteilt, die Erlaubnis erteilt, seine Betriebsrente als Einmalzahlung steuerfrei, also das heißt brutto auszuzahlen, ohne Abzug von Steuern. Und das sind natürlich ganz enorm positive Nachrichten, denn das macht ja schon einen riesigen Unterschied. Stell dir einmal vor, du bekommst eine solche Betriebsrente ausgezahlt, mehrere 100.000 Euro, vielleicht 400.000 Euro, vielleicht 500.000 Euro, vielleicht sogar mehr. Und normalerweise werden die ja dann bei der Auszahlung Steuern abgezogen. Der Arbeitgeber behält die Steuern ein. Aber in diesem Fall, weil der Mandant in den Philippinen gewohnt hat, inzwischen konnte die Auszahlung steuerfrei erfolgen. Damit du das besser verstehst, wollen wir doch gleich mal einen Blick werfen ins Doppelbesteuerungsabkommen mit den Philippinen. Hier habe ich dieses aufgerufen. Die Doppelbesteuerungsabkommen sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Ich scrolle jetzt einmal hier nach unten. Weiter unten im Abkommen gibt es nämlich einen Artikel, der sich dann mit dem Thema Renten auseinandersetzt. Es ist der Artikel 18. Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 2, so geht es los, können Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen oder Renten, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus dem anderen Vertragsstaat erhält, nur im erstgenannten Staat, also im Ansässigkeitsstaat, besteuert werden. Also hier kannst du es ganz klar sehen, wenn du aus Deutschland eine Rente beziehst und in den Philippinen wohnst, dann ist diese Rente in Deutschland steuerlich freigestellt. Deutschland hat nicht das Recht, diese Rente zu besteuern. Aber Vorsicht, ich habe ganz konkret von einer Betriebsrente gesprochen, denn hier in Satz 2 gibt es dann eine ganz wichtige Einschränkung, eine übrigens,
die wir in sehr vielen Abkommen so finden. Bezüge, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus der gesetzlichen Sozialversicherung, also wir reden von einer gesetzlichen Rente, übrigens die Versorgungswerkrenten zählen aller Regel nach auch dazu, des anderen Vertragsstaates erhält, können abweichend von Absatz 1 nur in diesem anderen Staat besteuert werden. Das heißt also, eine gesetzliche Rente wird auch dann in Deutschland zu versteuern sein, wenn du in den Philippinen wohnst. Das heißt, was ich dir jetzt in diesem Video erzähle, das gilt nicht für gesetzliche Renten, die jemand erhält, der in den Philippinen wohnt. Es geht spezifisch um eine Betriebsrente. Also aufgrund dieses Artikels und weil der Mandant nachweisen konnte, dass er in den Philippinen wohnt, deshalb wurden die in Deutschland nicht besteuert. Welchen Nachweis musste der Mandant führen? Wie hat das genau funktioniert? Der Mandant hat natürlich seinen Wohnsitz in Deutschland aufgegeben. Damit endet die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Er hat keine Wohnung mehr gehabt. Er hat keinen Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes mehr gehabt. Natürlich ist seine Ehefrau ebenfalls aus Deutschland weggezogen. Das heißt, es gab in Deutschland nichts mehr, was einem Wohnsitz gleicht. Dann hat er in den Philippinen einen neuen Wohnsitz begründet. Er hat sich dort eine Wohnung gemietet. Das ist in den Philippinen sehr günstig möglich. Wir haben jetzt letzte Woche zum Beispiel auch Wohnungen angeschaut. Da kostete eine kleine möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung, die auch brandneu eingerichtet war, ungefähr $600 im Monat. Also wie gesagt, eine kleine Wohnung. Sicherlich keine Prämienwohnung, 60 Quadratmeter ungefähr, aber immerhin durchaus eine schöne Wohnung, ein Kondogebäude, auch mit Pool. Also da kann man es aushalten. Dort ist er hingezogen. Wir haben ihm dann die Steuernummer in den Philippinen besorgt und natürlich auch eine Meldebestätigung von der Behörde. Und ein ganz wichtiger Punkt, er hat ebenfalls das SRRV-Visum beantragt. Das ist das Rentnervisum. Ein Visum, was man bekommt, wenn man sich langfristig in den Philippinen niederlassen will. Eine Daueraufenthaltsgenehmigung für Rentner. Um dieses Visum zu erhalten, muss man sich während der Antragszeit in den Philippinen aufhalten. Das sind also mindestens 45 Tage, die du dafür in den Philippinen zubringen musst am Stück. Du darfst in dieser Zeit also auch nicht verreisen außerhalb der Philippinen. Zusätzlich muss er dann noch eine Lebensbescheinigung vorlegen. Das ist eine Bescheinigung, die im Grunde genommen sagt, dass er lebt, damit die Rente nicht an Tote bezahlt wird. So, und mit diesen Informationen, mit diesen Nachweisen, die der Mandant natürlich alle aufbereitet hatte, mit diesen Nachweisen hat dann das Finanzamt genehmigt, dass der Arbeitgeber keine Steuern bei der Betriebsrente abziehen muss. Und wohlgemerkt, es ging hier um eine Einmalzahlung. Natürlich funktioniert das auch, wenn man die Rente monatlich erhält. Dann muss man einfach regelmäßig einmal im Jahr die Lebensbescheinigung einreichen. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass der Mandant keine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung einreichen musste. Die Unterlagen, also Wohnung, SRRV-Visum, Steuernummer etc. hat ausgereicht, damit das Finanzamt der steuerlichen Freistellung zustimmt. Im Übrigen hätte er aber auch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat erhalten können. Alle Mandanten, die über uns das SRRV-Visum organisieren, erhalten diese von der Finanzbehörde ausgestellt in den Philippinen. So, jetzt darf uns aber noch mal kurz reflektieren, was dort passiert ist. Also tatsächlich hat der Mandant ja Hunderttausende an Euro Steuern gespart, also einen ganz großen, einen ganz erheblichen Betrag. Wie hat er das gemacht? Er hat sich mit dem Thema Doppelsteuerungsabkommen auseinandergesetzt. Wir haben gemeinsam die Philippinen als ein Land identifiziert, wo das genauso möglich ist. Es gibt natürlich eine Reihe von Ländern und in unseren Seminaren zum Beispiel zum Thema Ruhestand im Ausland sprechen wir über ähnliche Länder. Ganz wichtig natürlich ist, dass die Philippinen für Ausländer ein territoriales Steuersystem haben. Das heißt, ausländische Einkommen werden dort nicht besteuert. Es hätte natürlich keinen Sinn, jetzt in einem Land zu leben, wo man dann auf die Rente wiederum Steuern bezahlen muss. Da muss man also schon ein bisschen planen, wie man das jetzt genau umsetzt, wohin man dann zieht. Und dann ist natürlich wichtig, dass man auch wirklich den Umzug macht. Ja, das darf kein Fake sein, das muss ein richtiges Setup sein. Das kostet auch ein bisschen Aufwand, das kostet ein bisschen Geld, da muss man dann auch wirklich wohnen. Also das kann man nicht mal einfach so an einem Wochenende erledigen. Das muss schon ein richtiges, nachhaltiges Setup sein. Natürlich heißt das in unserem Falle nicht, dass man tatsächlich bis zum Lebensende in den Philippinen bleiben muss. Der Mandant kann natürlich wieder wegziehen aus den Philippinen, aber
Tatsächlich gefällt dem Mandanten ja das Setup dort in den Philippinen sehr gut. Die Lebenshaltungskosten sind gering, steuerlich ist es sehr attraktiv. Die Philippinen nehmen nicht am Informationsaustausch teil und es gibt noch etliche andere Vorteile. Das heißt, selbst wenn der Mandant in Zukunft sich vielleicht weniger dort aufhalten wird, wird er die Wohnung behalten. Das wird weiterhin sein offizieller Wohnsitz sein. Das wird er gegenüber seinen Banken als seinen Wohnsitz angeben, um eben auch langfristig von den steuerlichen Vorteilen profitieren zu können. Aber es gibt natürlich in den Philippinen keine Anwesenheitspflicht. Du musst dich da nicht eine bestimmte Anzahl von Tagen im Jahr aufhalten. Weder das Visum noch das Steuersystem machen das erforderlich. Anders als auch in Thailand ist das SRV-Visum sehr günstig. In Thailand, wenn du das Elite-Visum zum Beispiel besorgst mit 20 Jahre Aufenthalt, bist du ja da etliche 10.000 Euro los. In den Philippinen als Rentner, wenn du Rente beziehst, musst du zwar auch einen gewissen Betrag dort hinterlegen, aber das sind so 10.000, 20.000 US-Dollar. Diese kannst du dann außerdem verwenden, um dort ein Kondo, also eine Wohnung zu kaufen, wenn du das dann möchtest. Wohnungen dort sind ebenfalls ziemlich günstig. Man kann eine kleine Wohnung wie die, von der ich vorhin gesprochen habe, ab ungefähr 50.000 US-Dollar eben auch dort erwerben. Also, was heißt das konkret für dich? Wenn auch du in den Ruhestand gehst, dann lohnt es sich extrem, dir über die steuerlichen Implikationen Gedanken zu machen. Natürlich nur dann, wenn du dir wirklich vorstellen kannst, außerhalb Deutschlands zu leben, wenn du in Deutschland gebunden bist, wenn du nicht bereit bist, wirklich deinen Wohnsitz in Deutschland aufzugeben, deine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland aufzugeben, dann wird das keinen Sinn machen. Aber wenn das für dich eine Option ist, dann solltest du dir unbedingt interessante Länder anschauen, in die du auswandern kannst, wo du als Rentner steuerlich bevorzugt behandelt wirst. Wenn du Rente aus Deutschland bekommst, dann ist es wichtig, dass das Doppelbesteuerungsabkommen für dich funktioniert. Da gibt es, wie gesagt, die verschiedensten Modelle. Wir haben ja da auch schon viele Videos dazu gemacht. Wie gesagt, die Philippinen sind jetzt noch ein Land, das sicherlich sehr viele Vorteile bietet. Aber es gibt natürlich auch andere Länder, mit denen ähnliche Gestaltungen möglich sind. Da kommt es eben auf deine persönliche Präferenz an. Neben den steuerlichen Themen gibt es natürlich auch noch andere, viele Aspekte, die hier wichtig sind, wie zum Beispiel die gesundheitliche Versorgung und auch selbstverständlich die Frage, wie es dir in diesem Land gefällt. Nicht jeder kann sich jetzt vorstellen, in einem solchen Land zu leben. Nicht jeder kann sich vorstellen, außerhalb Deutschlands zu leben. Dann auch natürlich die Frage von Angehörigen, was ist mit Kindern, was ist mit Enkeln, wie oft wirst du die sehen? All das werden Überlegungen sein, die hier mit einfließen werden. Aber es lohnt sich auf jeden Fall nicht nur aus steuerlichen Gründen, sondern eben auch aus Gründen wie dem Überwachungsstaat der EU zu entkommen, sein Vermögen zu schützen. Auch aus diesen Gründen lohnt es sich, das Ausland zu erwägen und nicht dieses gigantische Klumpenrisiko in Deutschland zu haben. Wer weiß, vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt zum Beispiel, um dich von deinen deutschen Immobilien zu trennen und dann hier komplett Tabula Rasa zu machen. Das Ganze natürlich auch immer im Hinblick auf die Nachlassplanung interessant. Auch da hast du vielleicht schon gehört auf unserem Kanal, dass du noch mindestens 5 Jahre nach Wegzug aus Deutschland dort weiterhin unbeschränkt Erbschaft und Schenkungssteuerpflichtig bist. Das heißt, auch die Nachlassplanung ist etwas, was man sehr genau anschauen muss. All diese Themen besprechen wir in unserem Seminar Ruhestand im Ausland. Wie gesagt, in Edinburgh wird das regelmäßig von uns veranstaltet. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen und im Detail über deinen Ruhestand mit dir zu sprechen. Aber natürlich kann man das Ganze auch in einem Beratungsgespräch machen. Details dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Egal ob in die Philippinen oder woanders hin, wir helfen dir dabei, dich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, dein Vermögen zu schützen, Bankkonten zu eröffnen, zweite Staatsbürgerschaften zu erwerben, Aufenthaltstitel zu bekommen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.